ZDF betreibt Kriegspropaganda mitten im Kinderfernsehen. Und das Ganze ist zu sehen auf dem YouTube-Kanal von ZDF Logo Plus. Es ist unfassbar, wie dort das Thema Krieg normalisiert, ja geradezu verharmlost wird. Das solltest du dir jetzt ansehen. Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen. Why? Na, weil der sich doch weigert, mich in die Ukraine zu liefern. Wie damals bei mir. Doch auf dich, Taurus. Die Ukrainer bekommen doch schon mich. Und mich. Es ist wirklich unglaublich, was unsere Kinder hier geboten bekommen. Und das vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, finanziert von Gebührenzahlern. Hier ist der kleine Marschflugkörper Taurus. Und dieser beschwert sich, er solle als Marschflugkörper dem Bundeskanzler Olaf Scholz mal ordentlich den Marsch blasen, weil sich dieser einfach weigert, ihn in die Ukraine zu schicken. Damit wird den Kindern was suggeriert? Dass die Waffen entscheiden, wo sie hinkommen? Oder vielleicht die Konzerne, die diese Waffen herstellen? Das ist so unkritisch, so unreflektiert. Es ist erstaunlich, was unseren Kindern hier gezeigt wird. Und genauso der Leopard 2 Kampfpanzer, der dort gezeigt wird und sich beschwert, ja, bei mir genauso, so war es gewesen. Und da möchte ich mal bitte, dass du auch darauf achtest, welche Flagge beim Leopard 2 Kampfpanzer gezeigt wird. Es ist nicht die deutsche Flagge, es ist die polnische Flagge. Auch damit soll den Kindern gezeigt werden, dass wir das Ganze da nicht hingeschickt haben, obwohl es natürlich nicht wahr ist. Auch Deutschland hat Leopard-Panzer hingeschickt in die Ukraine. Natürlich hat der Bundeskanzler Olaf Scholz zunächst gesagt, nein, das machen wir nicht, ist dann später eingeknickt. Ich rechne es ihm ja hoch an, dass er beim Taurus gesagt hat, nein, auf keinen Fall. Und hoffe wirklich, dass er dieses Mal standhaft bleibt und nicht einknickt. Denn diese Waffe, so wie all die anderen Waffen, haben dort nichts zu suchen. Bevor wir weiterschauen, noch dieser eine Gedanke. Hier werden Kriegswaffen absolut verharmlost. Der Export von Kriegswaffen in Krisen- und Kriegsgebiete wird dargestellt als eine Art Wettbewerb. Wer schneller ist, wer weniger Fragen stellt, wer leichtfertiger ist, der gewinnt diesen wunderbaren Wettbewerb und sendet diese tollen, wackeren Marschflugkörper in die Ukraine. Was soll den Kindern hier beigebracht werden? Was lernen die Kinder aus diesem Video? Sie werden nicht lernen, kritisch zu denken, das Ganze zu hinterfragen und sich zu fragen, ob dieser Konflikt vielleicht auch anders gelöst werden könnte, als mit eben diesen Waffen. Aber schauen wir weiter. Kein Wunder, dass die mich haben wollen. Ich bin halt eindeutig der bessere Marschflugkörper. Wohl eher ein Flugkörper, wenn du nicht bald hier auftauchst. Ey, an mir liegt's doch nicht. Du musst doch nicht gleich in die Luft gehen. Ich bin ein Marschflugkörper. Genau das ist meine Bestimmung. Unglaublich. Und da ist er wieder, dieser Wettbewerbscharakter. Ich bin eindeutig der bessere Marschflugkörper. Ich gehöre in die Ukraine. Es wird den Kindern natürlich nicht gesagt, worin dieser Marschflugkörper besser ist. Und es wird auch nicht gesagt, was der Marschflugkörper für Aufgaben hat. Es gilt darum, das Ziel zu bekämpfen und somit Feinde zu töten, Menschen zu töten. Und natürlich kommen bei solchen Einsätzen von solchen Flugkörpern auch Zivilisten um und es sterben dort Väter, Mütter und andere Kinder. Das wird den Kindern nicht vermittelt, sondern lediglich, dass das der bessere Marschflugkörper ist, ohne zu sagen, worin er genau besser ist. Und auch hier wird es wieder vulgär, dass dort Begriffe herausgepiept werden. Ich finde, so etwas tut in einer Kindersendung doch wirklich nicht Not. Das sollte das ZDF, das sollte Logo auf jeden Fall unterlassen, aber sie scheinen das gerne zu nutzen. Warum? Ich weiß es nicht. Kindgerecht ist es auf jeden Fall nicht. Und dann beschwert sich dieser arme kleine Marschflugkörper Taurus darüber, dass es doch nicht seine Schuld ist, dass es der böse Bundeskanzler Olaf Scholz ist, der sich einfach standhaft weigert, den kleinen Taurus, seinem bestimmungsgemäßen Schicksal zuzuführen und ihn in die Ukraine zu schicken. Was bringen die den Leuten bei? Hier wird nicht bewertet, ob es richtig oder falsch wird. Hier wird nicht gezeigt, was eine Waffe macht, sondern es wird gezeigt, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz sich weigert, diesen tollen Marschflugkörper dorthin zu schicken, wo er hingehört. Und dann dieser
kindergerechte Humor, der dort geboten wird, ist wirklich vom Feinsten. Geh doch nicht gleich in die Luft, sagt der Leopard 2 Kampfpanzer mit der polnischen Flagge. Und dann sagt der wackere Marschflugkörper Taurus, aber das ist doch meine Bestimmung. Das will ich machen, ich will es tun. Doch der Bundeskanzler Olaf Scholz lässt mich nicht. Das ist doch meine Bestimmung. Ja, es ist eine Bestimmung, einer Waffe ins Ziel zu gelangen und dort Wirkung zu entfalten. Aber das ist nicht das, was wir auf diese Art und Weise schon gar nicht unseren Kindern kommunizieren sollten im Kinderfernsehen. Ich denke, da sind mehr die Eltern in der Pflicht und nicht das Logo-Team. Das ist so erbärmlich, denn diese Waffen bringen tausendfachen Tod und sie sind nicht wirklich das korrekte Material für Humor in einer Kindersendung. Also man muss sagen, das deutsche Kinderfernsehen ist absolut unter der Gürtellinie und wenn ich mir überlege, dass das Ganze dann auch noch mit Zwangsgebühren finanziert wird, dann wird mir speiübel. Ja, bezahl mal die GEZ-Gebühr nicht, dann kannst du in den Knast kommen. Ja, GEZ gibt es nicht mehr, ich weiß. Es hat sich aber nichts daran verändert, also werde ich es auch weiterhin GEZ-Gebühren nennen. Und du kannst zum Beispiel schwerste sexuelle Straftaten begehen und mit etwas Glück und einem wohlmeinenden Richter bekommst du nicht einmal Knast. Im Gegensatz zu dem Menschen, der einfach nur keine GEZ-Gebühren bezahlt hat, weil er das nicht einsieht. Und was wird in diesem Video den Kindern beigebracht? Bestimmt nicht reflektiertes Nachdenken, bestimmt nicht das Kritisieren oder Infragestellen von Obrigkeiten, von der Regierung, von der Schule. All das sollten wir aber auf jeden Fall machen, wenn ich mir das ansehe. Die Kinder müssen natürlich lernen, was der Krieg ist, aber sie sollten vor allen Dingen auch über die Schrecken und das Grauen des Krieges unterrichtet werden. Und dafür eignen sich die Eltern am allerbesten. Auf keinen Fall geeignet, und das sehen wir hier in diesem Video, ist das Team des ZDF-Logo. Diese linkswoken Journalisten sind absolut unfähig, unseren Kindern so etwas beizubringen. Deswegen sollten sie es lassen. Wir sollten es unseren Kindern nicht nur einfach beibringen. Wir alle sollten uns für den Frieden einsetzen. Genauso wie es der slowakische Ministerpräsident Fico tut. Sein Interview solltest du dir unbedingt jetzt ansehen. Es ist wirklich wichtig. Danke für deine Unterstützung. Bis gleich. Wir sehen uns drüben im Video.